So, ich glaube, ich bin live. Ich muss nur die Rauschunterdrückung irgendwie wieder anmachen, weil eigentlich ist die an. So, jetzt müsste die Rauschunterdrückung drin sein. Schauen wir mal, YouTube funktioniert, Twitch. Funktioniert auch. Jawohl. Rauschunterdrückung ist auch an. So, ich bin on. Dann hole ich mir noch meinen Chat her. Das her. Und das her. Damit ich alles im Überblick habe. Dann geht's los. Ja, genau, also ich habe einen neuen Account machen können müssen. Ich konnte mich ums Verrecken nicht mehr anmelden. Woran auch immer das lag. Ich habe mir jetzt zum Glück nach Sachen in so einer Kiste gehabt. Das heißt, ich hatte noch so ein paar Sachen. So wie das Schwert, die Rüstung und die Endertruhe halt. Allerdings, die ist halt komplett leer und das war dumm. So, Restream gibt Bescheid, dass alles on ist. Das ist auch nice. Ich immer noch die Eisfläche. Ach ja, Essen habe ich auch nicht. Genau, und wir farmen dann heute jetzt erstmal ein komplettes Equip wieder. Weil die echt noch gut ist. Essen holen wir uns jetzt noch. Nehmen wir uns Steak-Ofenkartoffeln mit. Ansonsten schon hier rein. Genau. Ja, die Armbrust könnten wir auch noch mitnehmen. Trinkleier ist drin. Pfeile reichen. Ansonsten brauchen wir halt noch eine Dia-Rüstung. Spitzhacke, Hammer, Axt. Wie ist die verzaubert? Glück, Haltbarkeit, Reparatureffizienz. Wie ist jetzt mit der Glück, Haltbarkeit, Reparatur? Das sind alles 3, die sind gut. Dann Spitzhacke können wir uns sparen. Sprich, wir brauchen dann noch eine Axt. Schild, Axt. Ja. Schild, Axt. Und Schaufel aus dir. Bis wir komplett equipped sind. Und das halt dann auch noch verzaubern. Dann nehme ich, glaube ich, aber noch eine normale Dia-Spitzhacke mit. Zum Farmen jetzt. Obwohl, nee, warte mal. Wenn wir überhaupt farmen müssen, ich habe noch Dias unten. Dann können wir gleich beim Japanischen Haus weitermachen. Jawohl. Obwohl Dias farmen kann man dann trotzdem. Das sind halt gerade alle, die ich hab.
eigentlich stehen lassen. Also erstmal brauchen wir komplette Tierrüstung nochmal. Und dann brauchen wir halt noch Sticks. Halt, hier bin ich falsch. Ich muss ja hier rein. So, so, so und so. Bei der Lederrüstung habe ich gesehen, fehlt auch noch was. Und das schon mal hinhängen wieder. Genau, eine Lederhose fehlt jetzt noch. Habe ich sowas vielleicht da? Sieht nicht so aus, ne? Nee, gut, dann holen wir uns Sticks und dann machen wir noch Schaufel, Axt und ein Schild brauche ich auch noch. Schild brauche ich ein Stück Eisen. Holen wir uns mal das. Ups. Ich lasse es einfach. Jetzt kriege ich halt die ganzen Erfolge wieder rein. Weil das Auto choppt eigentlich an. Aber der ist aus. Instant aus. Nice. Warte, was soll ich jetzt? Achso, ja. Wieso postet durch Stream? Ist ja auch egal. Das sind hier keiner dran. Obwohl, warte mal. Das geht doch so, oder? Ja, genau. Und dann machen wir noch ein paar Sticks. Also, Schaufel. Und Axt, ne? Was anderes brauchen wir ja nicht mehr. Müsste alles sein jetzt. Und das verzaubern wir halt dann noch. Das hier. Mit allem Sinnvollen. Ich will gleich mal schauen. Was das denn alles ist dann. Ach so, jetzt weiß ich, was der da die ganze Zeit reinschickt. Aber wenn wir schon mal dabei sind, ihr könnt gerne mal das Ausrufezeichen Help ausprobieren. Da müsstet ihr dann weitere Infos bekommen, was ihr so finden könnt. Alter, ich bin blöd. Ist ja hier drin. Da kommt ja ein paar Infos noch, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. Ich habe was vergessen. Okay, fangen wir mit der Axt, fangen wir mit dem Schild an. Weil das andere verzogen hat, das hier an beiden.
Haltbarkeit ist eine. Reparatur. Das war's, was ich hier so sehe. Eventuell geht noch Schutz, das müssen wir mal schauen. Als ob ich echt kein Haltbarkeitsbuch habe. Gut. Ich habe weder Haltbarkeit noch Reparatursbuch. Schauen wir mal, ob dann da noch irgendwie Haltbarkeit oder Reparatur das Buch rumliegt. Ich wag's aber zu bezweifeln. Bitte. Ne. Ist Löffel und Feder voll, aber das sind halt noch eine Menge Bücher drin. Hier haben wir Schutz, dann können wir es gleich mal ausprobieren, ob das auch geht. Okay, geht nicht. Dann haben wir wirklich nur Haltbarkeit und Reparatur auf dem Schild. Müssen wir schauen, ob wir das traden können. Ansonsten... ja. Muss ich schauen, dass ich ein paar Level noch kriege, obwohl XP-Dusche habe ich ja. Geht es denn schon? Ah ne, die kriege ich ja bei den Bibliothekaren. Wo waren die hier? Eisläufer, hier, Reparatur 36. Und Haltbarkeit, kriege ich das bei irgendeinem? Nicht. Und das ist auch okay. Dann müssen wir schauen, dass wir Reparatur 3 als Buch kriegen. Reparatur 3, oder? Haltbarkeit 3. Passt immer noch nicht alles. Ja, die Sonne gibt's ja. An. Aus. Mega cool. Auch, glaube ich, eines der ersten Redstones, die ich auf dem Server gebaut habe, oder besser gesagt überhaupt gebaut habe. So, Reparatur. Das Buch. Ach halt, ich habe ja hier kein Buch. Dass der Weg auch mal genutzt wird.
Release. Resize. Oh ne. Weil mich nerven diese Meldungen irgendwie. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ich will mir jetzt das Buch, geht in der XP-Dusche und dann schauen wir zu, dass wir na, warte, ach, ich muss doch da hoch. Ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, dass wir Haltbarkeit kriegen. Wo war's das? Reparaturbuch. Dankeschön. Macht da jetzt auch eine Treppe noch hin, das Kabel, denke ich. Ich wollte ja in die XP-Dusche. Dass das ja wieder leckt. Halt durch Redstone. Warte, was sollte da rein? Ja, da. Ich hab hier Redstone. Hab nur schnell das noch geschaut. So, dann XP-Dusche und dann Haltbarkeit 3 hoffen. Okay. Shit, das ist so ein bisschen zu lang dann. Gibt immer noch Signal. Shit. Okay, der ist weg auf der Seite. Mich schon, dass ich auf die andere Seite komme. Oh Gott. 10 FPS.
es weg? Ich glaube schon. Das geht gar nichts. Ja, das Signal ist weg. Muss ich schon, dass ich die XP noch eingesammelt krieg. Irgendwie. Du Scheiße. Huch. Mhm. Mhm. Alter, was ist das? Die kommen halt auch von überall, ne? Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich wollte gerade sagen, was? Und Level 23. Ich hab's gleich schon, nicht, wie viele bewegen kann. Das sehe ich jetzt schon, dass das nicht geht. Alter, wo kommt die denn her? Das könnte dauern. Ich habe noch ein Level bekommen. Ich hol mir was zu trinken, dann soll es vielleicht besser sein.
frech. Sag ich jetzt mal so frech. There were some notable absentees as first practice got underway at the Sakir Grand Prix. Lewis Hamilton will miss his first Formula One weekend since making his debut in 2007. The seven-time world champion's COVID diagnosis ruling him out of this weekend's race in Bahrain. George Russell got the call up to replace his compatriot, and one might say he has big shoes to fill. But according to George, he'll have to wear a size smaller boot this weekend, his large frame proving a snug fit in the unfamiliar cockpit. But he managed to squeeze himself into the W11, even if there remained room for improved comfort. Need to talk about my seat, struggling a bit with my shoulders. Okay, copy. But by the end of the session, Russell was sitting a little more comfortably at the top of the standings with an impressive fastest lap of 54 seconds, 0.546. A fine first showing in the Silver Arrow. Replacing Russell at Williams was reserve driver Jack Aitken, who found himself in a spin exiting turn 2 as he reacquainted himself with the FW43 for the first time since practice for the Styrian Grand Prix. Another young racer stepping up was Pietro Fittipaldi, grandson of the great Emerson, taking Romain Grosjean's seat at Haas as the Frenchman continues to recover from the burns sustained to his hands in that horrific crash at last weekend's Bahrain Grand Prix. The young Brazilian also made tentative steps, locking up at turn 4 on one of numerous push laps, but otherwise keeping his nose clean. The Sakir Grand Prix sees a shorter track than usual in use in Bahrain, composed of the familiar opening and ending of the lap, with a short undulating sequence of corners connecting the two highest points of the outer track circuit. With even early reconnaissance laps coming in at under a minute, finding space on track was due to prove hard. The tricky technical section through turns 6, 7 and 8 caught several drivers out. Kevin Magnussen was one and Valtteri Bottas another, the frustrated Finn pushing hard on the soft tyres. Racing Point's Sergio Perez narrowly avoided a coming together with the McLaren of Lando Norris, with Aitken also just behind, managing to keep out of the way. With so many cars together on such a short track, drivers will have to be extra diligent in these practice sessions if they're to avoid any serious incidents. Charles Leclerc went wide at turn 5, taking a detour through the gravel trap. But it wasn't just the new section that caught the drivers out. Alex Albon had a spin at turn 2. Thankfully, flat-spotted tyres, the only damage to his Red Bull. Pierre Gasly was forced into a spot of car maintenance when his Alpha Tauri's wing mirror came loose, the Frenchman holding it down on the long journey back to the pits to prevent flying debris. I need to box the mirrors is in the air, it's flying. Is it the whole mirror or just the lens? The whole thing is broken. Okay, understood. As the drivers continued to learn the new sequence, more and more pushed the limits of acceptability on the exit of turn 8. With no track limits transgressions being actively watched or pursued in the first session, might they become so as the weekend goes on, if this corner in particular becomes a regular point of contention. After an impressive set of laps then, it's George Russell who ends his first ever session with Mercedes top of the pile. Despite suggesting they didn't expect to be competitive this weekend, the Red Bull duo of Max Verstappen and Alex Albon were next quickest, 1 and 2/10 off the top time respectively. Bottas was 4th fastest, ahead of the impressive-looking Alpha Tauri duo of Danny Kvyat and Pierre Gasly. Esteban Ocon was 7th for Renault on a potentially huge weekend for the French team in their fight for 3rd in the Constructors' Championship, with Sebastian Vettel 8th for Ferrari. Their teammates Daniel Ricciardo and Charles Leclerc themselves locked in a tense fight for 4th in the drivers' title, followed in 9th and 10th. The racing points of Lance Stroll and Sergio Perez slotted into P11 and P12, with the top-placed McLaren of Carlos Sainz 13th, and all three further off the pace than they'd have been hoping for. The Alfa Romeos of Kimi Raikkonen and Antonio Giovinazzi were 14th and 15th, with Lando Norris a disappointed P16. Kevin Magnussen took P17, Nicholas Latifi P18, with their rookie teammates no doubt holding a little something back in their first serious outings, following them home. P19 for Pietro Fittipaldi and P20 for Jack Aitken. Mit dem 4-Punkte-Versprechen für
2-mile circuit, the outer circuit here at the Bahrain International. 2 DRS zones, down the main straight, down to turn 1, and then along towards turn... By George Russell to go fastest in FP1. They have made some modifications, haven't they, Crofty, to the exit of turn 8. They'll be looking at track limits there. But this session is all about getting up to speed, refining the balance. The analysis, playing up a little bit. It might be, to be fair. Try that and keep still and hope that it's not a loose connection. Right, here is the Sakir Grand Prix outer circuit. Well, because you've changed the profile, the speed of the corner, and when you go faster in these cars, they kick up more turbulent air, and the car behind can't follow as clearly. So, in changing that rule, making them, forcing them to stay on the circuit, I think will slow them down, and at slower speeds the cars can follow each other. Race preparation under their belts in this session. This is the homework that they need to do to go into the race on Sunday. All 1,312 laps of it, probably, with some kind of confidence that they're going to make it through and they can make their strategies work. So thumbs up for Jack, who I wrong. If you are Sebastian Vettel in his Formula 1 career, and you've not mentioned chickens. Well, there's always something new to learn in this game. You probably know his favourite cheese as well. Emmental. Thank you very much indeed. I knew he'd know that. Well, he is from Switzerland. I mean, he lives in Switzerland. Full of holes. Just like most of our theories in FP2. Right. Pietro Fittipaldi on the medium compound tyre and making up... I feel sorry for him, I really do, but wonder how much he's paying off the chefs at Mercedes right now. Slipped something into his teeth. Auch ohne Wasser schnell. Sleep at night and then not wake up the next day until about 10 o'clock. I only need one practice session. Just a high-speed circuit, or much faster circuit in terms of lap times and that. You're going to lose that much more time comparatively for pit stops there, aren't you? Because of the speed of the lap. Yeah, exactly. I mean, I'll be surprised if the hard tyre is the one to be on for the race. That's why they're going on them now to explore, to see. But this circuit, I mean, yeah, it is abrasive, but it's less, you'd have to say there's less energy or at least slip going on the rear wheels compared to the original track that we were on last weekend. There are far more traction events on the original track than there are here. So it can still catch you out, but it's not really considered a corner when you're inside the car. It's more the first apex, if you like, down that turn 10 as it is this weekend. Ich glaube, wir stehen noch ein bisschen So here's Sergio Perez then, who suffered an MG UK failure in the latter stages, 4 laps to go. Absolutely heartbreaking for him. It's interesting, my 13-year-old son has been doing science experiments. He said, Dad, was there something wrong with the batteries? Because I could see some pink. We had this chat once about 44 being an unlucky number in China because it's, you know, half of the 8. But he couldn't have 88. That had already been taken. So 89 it is, and that's what he's going to have for his racing. He could have gone for 87 to match the number of laps he'll be doing in the Grand Prix. Well, hopefully he'll be doing 80. That would have been amazing. Would have been good. Good thinking. Right, take us through this lap, sir. So a bit of a twitch on the exit of turn 1, and that makes the... Didn't seem right there. It seemed like it went into a bit of a false neutral. I could see it was in first gear, but the revs were very low. It was almost like the engine was just idling in first at that point. Strange. Yeah, it was a total rear brake locking moment for Carlos Sainz in Q2. Came off the brakes, but still the brakes were locked. You have to say that. Isn't that something to think about? It's a lot to think about, isn't it? It really is. Ted, to you. Just thinking the same thing. 6 world championships between them. 4 for Alain Prost, 2 for Fernando Alonso. Anyway, let's see if Fernando can win another one. You never know, anything's possible. It would take something, but he can practice his starts and his start procedures on at the track. That is true. I mean, it's such a critical thing for a driver to get right, as George learned actually here last weekend. Oh, Sebastian Vettel, and that is down at turn 2, and he's the second driver today to have that particular. Comes at you. So left of turn 5, through the bumps of turn 6, slow it down for 7. You need a good change of direction in the car and good traction and stability on the exit of turn 8.
car erupts into wheel spin and then you shift as well, you're in a bit of a dangerous area where you can risk damaging the gearbox, and it's the same principle on the exit of turn 8. So, and that's good. That's why I was excited about seeing these drivers, these cars on a different configuration of track, because it's not a tried and tested. Also Level 37 Wasser, was ich immer. George Russell, Charles Leclerc back in the garage with what looks like a gearbox problem, a gearbox that is broken, and that could be the end of Charles Leclerc for this session. Here goes George Russell on the hard compound tyre. Yeah, down towards turn 1. He's got like it was a smoother ride for him in FP1, as there's Leclerc out of the car reporting that problem on the exit of turn 8 on the upshifts. You could hear the car, well, the gearbox let go, and it's stuck in 6th. He couldn't change gear down. It was momentarily stuck in 6th. He managed to get it back down to neutral as he came into the pits, but it was all a bit too late. He knew that he's coming up here soon as well. Bottas looks like he's gone for an extra warm-up, obviously the hard. Here's the Alpha Tauri. 2020 hat auch was Gutes. Innocent Smoothie Plus. Sie geben deinen Händen Mercedes actually touching the ground. I wonder what's up with that. As we're trying to pick another one up, but it's thick and fast. I mean, it's repetitive. Told to abort a lap. Paul said he was going slow, and he'd been told by the team to abort, and it came just after he ran over this curb. And we thought for a moment, had he damaged something on the car? He's on a flying lap now and setting personal best, but it's becoming a bit of a car breaker, this track this evening, and some very aggressive curbs that the drivers will need to stay off. Bottas goes second fastest, puts in the best. Lando obviously saw something in the mirrors fall off of the car later on down towards turn 4. This is Max Verstappen attacking turns 7 and 8. Pretty good direction change on that car. Got the Flow-Viz paint on the rear wing. The aero work continues. And the fastest man so far by 0.142 of a second from Esteban Ocon. Let's go to the McLaren pit. That we saw any overloads, for example, on suspension or the gearbox. But it's definitely hard to the car. And yeah, we've been pushing it, it's causing more issues for the rest of the weekend, which can impact the results. Absolutely. Andreas, thank you very much. We'll be back with you a little later. If we can. Awful lot happening here, lots of cars. They'll be itching to get on those soft tyres later on, give themselves a bit more grip, but yeah, they're not going to last as long. When you say final corner, I treat it, turn 10 for me, when you're in the car, that's the final corner, it's the last apex. His teammate Max Verstappen, 2 Mercedes looking very handily placed there on the hard tyre, and only 2/10 and 3/10 off respectively. Yeah, George, a little bit down now at this part of the session. Like we said, the FP1, we weren't sure of the fuel loads, and I know the team said, yeah, they were on the same setups and everything, but it's, you know, the track was consistently getting cooler, and you're always playing around. Dankeschön. So, und dann brauchen wir jetzt nur noch Axt und Schaufel verzaubern. Das kann man alles auf die Axt und die Schaufel draufpacken. Behutsamkeit, Effizienz, Glück, Haltbarkeit, Reparatur. Ja, die 5.
Haltbarkeit, Reparatur, Effizienz. Was fehlt noch? Egal, das machen wir erstmal. Das wird trotzdem ein bisschen laggy, ne? Irgendwie. Effizienz. Da haben wir nochmal Effizienz. XP-Flaschen unbedingt zufällig. Okay, aber gerade liegt es Punkt an hat. Und dann nehme ich einfach die XP-Flaschen unten raus. Geht schneller. Und dann schauen wir mal, ob wir schon was drauf kriegen. So auf die Haltbarkeit, Effizienz. Ja gut, brauchen wir die 30 für Haltbarkeit. Ja, und hier ist selbe Spiel. Also auf 30 Level farmen für Haltbarkeit. Ich mache den jetzt einfach mal aus. Vielleicht ist dann nicht mehr so laggy. Auch wenn es gerade am Internet zu liegen scheint. Das heißt, es sieht das Spiel komisch aus ohne Shader. Sieht echt komisch hell aus. Okay, hier würde ich hin. Aber es ist nicht mehr laggy, ja, dann lassen wir es so, scheiß drauf. Ach, da liegen noch XP. Dann sammeln wir die halt einmal ein. Dann wird es deswegen legen. Das ist ein Bug, dass der immer wieder neu kommt. Ich habe das Gefühl, ich habe hier einen Bug ausgelöst. Was nicht so gut wäre. Wie viele sind denn noch da hinten? So nicht so gut war das hier, aber okay. Ich glaube echt, diesen Bug, weil das bringt da immer wieder nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt unendlich XP. Shit.
jetzt passiert? Ja, ich habe mir anscheinend jetzt unendlich XP. Weil es hier immer wieder springt. Ich dann wieder da wieder runtergehe, habe ich da wieder XP. So, keine Ahnung. So, die Schaufel jetzt schon. Ich habe doch mit der gar nichts abgebaut. So, Haltbarkeit 3. Wieder alle. Ah, komm. Machen wir gleich noch Effizienz auf die Schaufel. Ist die Schaufel schon mal bei 2 von 3. Dann haben wir uns nochmal 4 Level. Nein, fuck, ist der falsche Cup. Glück fehlt mir auf der Schaufel jetzt. Glück. Ja, jetzt schauen wir alle zusammen. Vielleicht oder nicht. Also Glück, Behutsamkeit. Was noch? Glück, Behutsamkeit und Reparatur. Fehlt noch. So, 29 Level. Ja, Reparatur muss ich erst 4 kaufen. Und dann fehlt noch Glück und Behutsamkeit. Ich erstmal ein Stack die Smaragd. Die 2 Bücher holen wir uns dann. Dann zack, zack. Haltbarkeit. Nein. Jetzt haben wir Effizienz noch drauf, dann holen wir uns Reparatur. Und dann fehlt nur noch Behutsamkeit und Glück. Obwohl ich mir sicher bin, dass wir es auch bestimmt kaufen können. Es läuft noch Reparatur. Ach, jetzt ist. Ach, es waren 36, okay. Was hier echt keinen, bei dem wir. Behutsamkeit bekommen. Oder Glück, das ist blöd. Müssen wir schauen, wie wir uns das dann besorgen.
Volumes werden gefüllt, aber weniger. Ups. Ein Geier spawnt jetzt hier drin ein Zombie. Von mir. Ist hier überhaupt ein Amboss? Nee. Halt. So, Glück und Behutsamkeit brauchen wir jetzt noch. Das ist echt nicht so treten können bei unseren Villagern, ist blöd. Funktioniert die Minecraft-Strecke eigentlich noch? Das checke ich jetzt gleich mal und dann machen wir erstmal die Treppe. Für die Dings fertig. Bis jetzt funktioniert es. Da sieht man die Fackeln und dann auf die Höhle unten. Ja, funktioniert. Immer so stehen lassen. Genau, dann brauche ich noch eine andere Spitzhacke. Okay, dann machen wir jetzt schnell eine Eisenspitzhacke. Obwohl, warte mal, wir haben 3 davon. Ich nehme jetzt einfach die schnell und dann holen wir uns schnell noch Kabel. Beziehungsweise normalen Stein, ja, den was ich halt jetzt mit der Spitzhacke bekomme. Ist da Behutsamkeit drauf? Nee, dann müssten wir Kabel rausbekommen. Dann bauen wir einfach mal hier so ein bisschen ab. Da bauen können. Ich die ganze Zeit in diese blöde Höhle reinbuddeln. Nein, falsche. Sollte man hier auch ein bisschen ausleuchten dann noch.
mal, ob das reicht, sondern jetzt ja, fast 2 Stacks. Einfach erstmal das Loch runterstopfen und dann mit Treppenstufen eine Treppe hochbauen. Das machen wir jetzt. Ich mache erstmal jetzt Außenfassade als erstes. Eine Seite zumindest. Dann bauen wir das rum. Und halt jetzt auch keine Mobs mehr spawnen können, dass man dann leichter da oben kommt. Krass, das ist echt so ein, das von der Wand gereicht. Irgendwie traurig. Aber hat jetzt sehr viel, sehr lang gereicht. Ich will mir mal einfach, um das auszuleuchten, dann hat man da so eine kleine Höhle. Und da kann, wenn jemand Lust hat, ja da irgendwie was reinbauen. Die ist weg. Ich gucke, wie instant was gespawnt ist. Mal einiges farmen da jetzt. Okay, in die Richtung geht's nicht weiter. Mal einfach so weiter. So, zum Teufel wäre ich hier. Dings. Oh, jetzt kommen hier wieder Bullen. Soll ich hier. Wie heißt das denn jetzt, Mensch? Pigman, nee, Pigman. Ach, ihr wisst, was ich meine, denke ich.
weiß, wo ich bin. Ja, ich glaube, ich weiß, wo ich rausbekommen bin gerade. Mach mal wieder ganz schnell zu, du. Nein, lieber in die Richtung. Ein Werfer mit Zangen lässt sich verdächtig nach was Bestimmten von mir. Ja, und wenn ich die Geräusche auch höre, weiß ich ganz genau, wo ich rausgekommen bin gerade. Das ist jetzt auch wieder eine Menge. Schauen, wie weit wir kommen. Okay, ohne Shader sieht ja auch in der Nacht aus. Gut, dann spiele ich jetzt immer ohne Shader. Aber dann nehme ich... nehmen wir das. Obwohl, nee, das wird das ist nicht so gut. Ja, dann nehmen wir GLB. Das einzig Sinnvolle dann. Ja, ich hätte bei Faithful eigentlich bleiben können, stimmt auch. Das kann ich ausprobieren. Sonst wird es Zeit für ein neues. Ja, wird Zeit für ein neues.
starte ich Minecraft neu. Dann haben wir es auch. Ja, ich muss natürlich das auch noch rausnehmen. Oder hättet ihr noch ein Texture Pack, was ihr mir empfohlen hättet? Das ist jetzt nicht. Das ist doch ganz nett. So, drin ist es. So, ich muss Ordner öffnen wahrscheinlich. Okay, glaube ich für Faith. Ich habe keinen Plan, warum es nicht geht. Also wirklich so gar keinen. Also, ob das Server jetzt ausgegangen ist. Ja, warte mal, ist ja nicht schlimm. Schauen wir einfach mal auf dem anderen Server vorbei. Dann kann ich dem so weit. So. Ich muss ja die Game Capture jetzt auch anpassen auf die 1.16.4. Ja, oder was? Oh, jetzt hat.
Ja, du bist scheiße. Nein, aber es ist halt so ein bisschen assi gewesen, amix. Aber Guten ja, Abend. Was hat sie einfach hat mir gesagt denn? Lehrer, der war. Also Ja, dieser Pointer ist da, wer ist das? sie hat jetzt nicht unbedingt irgendwas gesagt, sie hat einfach ihr das Verhalten hat mich gestört. Mhm. Was ist Hat sie es sie? nicht in den Es Kopf ging an mich behalten? aber. Hat von euch zufällig noch jemand Ja, die nein, sie Server... hat einfach, weißt du, sie hat so, das ist so richtig grusig. Du musst dir vorstellen, es ist so ein, boah, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben, Alter, keine Ahnung, Mann. Sie war einfach, ja, keine Ahnung, ich mag sie einfach nicht, ist egal. Okay. Ist auch egal, ne? Ja, Waldi? Mhm. Wo ist dein Fortnite? Haus eigentlich? Ah, das ist schon vor Ah, euch am gut. Server da. Was? Das ist schon vor euch am Server. Ja. Euch So am... Also, schau mal meine Weizenfarm an. Rausgeflogen? Ja, anscheinend. Egal, ich habe durch die IP selber wiedergefunden. Wenn ich jetzt immer nicht beitreten kann, dann keine Ahnung. Okay, dann habe ich keinen Plan, woran es liegt. Oder ist der Server offline? Okay. Der Server ist nicht an, gut zu wissen. Dann fahre ich meinen halt wieder hoch. Dann wechseln wir aber auch wieder in die 1.15.2 zurück. Okay. Starten wir es halt neu. Nein, warte was? Eins Punkt 15.2 Optifine damals. Okay, stopp. Kleine Planänderung. Hallo.
Hallo. Test, Test, hallo. Hallo. Keine Ahnung, ich habe mich gerade selber nicht, also ich habe euch, egal. Oben, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich gehe durch, ich gehe Apps, okay. Ah, nee, ja, komm. Ich muss mal schauen, ob ich es noch installiert habe überhaupt. Ich habe jetzt extrem großes Projekt. Nee, ich muss ihn aktualisieren. Musst du noch installieren? Aktualisieren. 2 Gigabyte. Weil ich hatte alles deinstalliert, von was ich so an Games hatte, weil ich hatte ein extrem großes Projekt jetzt, was ich jetzt vor 18:30 hochgeladen habe. Deswegen. Gut gemacht, Connor. By the way, Speicher waren Oh, ich 1,20 gehe Apps. 20 Minuten oder? Einer Spitz, habe ich gehört. Einer Spitz. Einer hinten durchschlagen, einer hinten durchschlagen. Connor! Was ist denn mit dir los? Ah, ich brauch die Waffe. Nichts, ist einfach stillgestanden. Jetzt muss ich schauen, ob YouTube sich geschossen hat. Ich hoffe mal nicht. Bei YouTube hat er so ein bisschen Zicken. Jetzt muss ich schauen, ob YouTube sich geschossen hat. Ich hoffe, nein, hat es nicht. Ich muss mein Overlay wieder wechseln.